Ich bin Martin Jahn, bin 32 Jahre alt, komme aus Berlin und bin User Experience Designer und User Interface Designer bei der Firma Kärcher. Ich habe an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin 2011 Industrial Design studiert. Das war damals der erste Jahrgang. Die Professoren damals waren Professor Katrin Hinz, Professor Birgit Weller und Professor Jan Vize, die allesamt ja beim IDZ sind. Und das habe ich dann bis zum Jahr 2015 gemacht, auch meine Abschlussarbeit damals schon bei Kärcher geschrieben. Und nach dem Bachelorstudium wollte ich noch ein Masterstudium machen, bin dann an die Fachhochschule Potsdam gegangen, habe den Master in Design dann gemacht und dort auch beispielsweise Professor Holger Jahn kennengelernt und noch mein zweiter Betreuer war damals Professor Reto Wettach und habe dann auch die Abschlussarbeit bei Kärcher geschrieben, aber mit einem anderen Schwerpunkt tatsächlich. Erst hatte ich ja Industrial Design, habe dann in das Fach Interface Design gewechselt und bin da im Prinzip jetzt auch beruflich zu Hause. Nach dem Masterstudium hat sich ergeben, dass die Firma Kärcher eine Stelle ausgeschrieben hat als Spezialist für User Experience und User Interface Design. Und das hat super zu meinem Masterstudium gepasst, der sehr, sag ich mal, systemisch geprägt war und ganzheitlich. Das heißt, ich habe diese Stelle dann angetreten und als Berliner war das für mich eine Herausforderung, weil die Firma Kärcher sitzt in Winnenden. Aber ich hatte da Lust drauf und habe dann dort 2017 angefangen zu arbeiten. Bei Kärcher gibt es zwei Designabteilungen, einmal für den Consumer-Bereich und einmal für den Professional-Bereich. Und ich bin verantwortlich für das User Experience und User Interface Design in der Professional-Abteilung und für alle globalen Standards damit verantwortlich. Ein spannendes Projekt, was ich betreuen durfte, ist ein autonomer Reinigungsroboter, eine Scheuersaugmaschine Kira B50. Das ist ein Roboter, der im öffentlichen Raum selbstständig fährt, beispielsweise auf Flughäfen oder in größeren Hallen. Dieser Roboter, der hat zwei Aspekte, die mir besonders Spaß gemacht haben. Einmal hat er eine Beleuchtung, eine LED-Beleuchtung, damit der Roboter mit seiner Umwelt interagieren kann, einfach sagen kann, wo fährt er lang, in welchem Modus befindet er sich gerade, hat er gerade ein Problem. Beispielsweise blau ist für die autonome Reinigung die Kodierung und ein Fehlercode würde sich in rot äußern und wenn er lädt, beispielsweise in grün. Das ist das eine. Das zweite ist, dass hinten ein schöner großer 10 Zoll Touchbildschirm integriert ist. Und wir haben in dem Zuge von dem Projekt die ganze Kärcher Piktogrammwelt einfach mal erneuert, angeglichen, sodass die Marketingabteilung und die Konsumerabteilung und wir jetzt eine schöne einheitliche Piktogrammwelt haben einen schönen, dunklen, modernen Look, denke ich, auf das Interface gebracht. Und das war also sehr vielfältig von dem, was man als Designer daran machen durfte. Ein weiteres spannendes Projekt, was ich betreuen durfte, ist die Reinigung von dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta Westfalica. Normalerweise ist man als Designer ja, sag ich mal, zwar schon unterwegs, aber so richtig mit anpacken kann man eigentlich selten. Und da hatte ich die Möglichkeit, mit den Kollegen, die bei uns diese Cultural Sponsoring Veranstaltung machen, das heißt, indem sie Denkmäler reinigen oder öffentliche Gebäude reinigen, die eine Relevanz haben, da durfte ich mitmachen, mit Heißwasser-Hochdruckreinigern wirklich mal ein paar Tage am Stück arbeiten, wirklich dann am Ende, sag ich mal, streng riechend und voll gesaut nach Hause gehen und einfach auch mal merken, welche Power die Geräte haben, im Kontext von so einer super tollen Kulisse und einfach mit einem super tollen Ergebnis. Das macht Spaß und man lernt die Produkte und aber auch einfach den ganzen Prozess dahinter mal viel besser kennen und sowas hilft unheimlich als Designer, um eine neue Entwicklung dann auch mit begleiten zu können. Ich hatte die einmalige Gelegenheit, denke ich, dass ich schon von IDZ-Mitgliedern von Anfang an lernen durfte. Das heißt, im Studium konnte ich schon von Carsten Henze, von Alexander Wodrich und von den Professoren, die ich vorhin erwähnt habe, sehr viel lernen. Auch später dann die ersten Erfolge, so im Berufseinstieg, konnte ich dann beispielsweise auch im Austausch mit IDZ-Mitgliedern dann feiern. Beispielsweise mit Gerhard Nüßler konnte ich dann den Siemens Design Award, den ersten übrigens, der damals ausgetragen wurde, den 3. Preis gewinnen mit 2 Kollegen. Und so hat man sich gegenseitig kennengelernt, so ist man in den Austausch gekommen.
Man trifft sich immer wieder auf Veranstaltungen und einfach dort mit Gleichgesinnten über die eigenen Interessen und über die Relevanz von Design zu sprechen, das macht unheimlich Spaß und ich freue mich und hoffe, dass ich einfach meine Expertise und mein Wissen da auch weiterhin einbringen kann und weitergeben kann. Eine spannende Sache, die mich die ganze Zeit umtreibt, ist ein Projekt, das nennt sich Midjourney, ist so ähnlich wie DALL-E, sind glaube ich 2 Projekte, die einen ähnlichen Ansatz haben. Und zwar geht es darum, Bilder auf Basis von künstlicher Intelligenz, auf Basis von Textinformationen zu generieren. Das heißt, man gibt einen Text ein und es wird ein Bild generiert. Und ich fand es unheimlich spannend, weil ich habe hier 2 Beispiele. Die Stichworte waren ein Kärcher-Staubsauger, der aussieht wie ein Pokémon. Ja, ganz banal, einfach mal gucken, was dabei rauskommt und da sind diese spannenden Sachen entstanden und ich finde es genial und mal gucken, wo uns diese Technologie noch hinführt. Ein zweites spannendes Projekt, was ich natürlich keinem vorenthalten möchte, ist von einem ehemaligen Kommiliton von mir, Nick Oeschli, heißt als Künstlername Noxart. Man findet ihn, sag ich mal, auf Twitter beispielsweise oder auf Instagram und was der super macht, ist Kryptoart, unter anderem sicherlich. Er ist freiberuflich und macht diese tollen 3D-Kunstwerke und verkauft die, wie gesagt, beispielsweise als digitale Kunst. Und ich finde es einfach super spannend und auch da im Kontext von NFTs, Metaverse, das sind alles so Begriffe, die für den einen oder anderen noch sehr neu sind. Aber ich glaube, da ist er ein unheimlicher Experte und ich finde es unheimlich inspirierend.